Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem hübschen Weihnachtstischläufer. Diesen Tischläufer werde ich mit einem vierfädigen weißen Bobbel häkeln und einer Vierernadel plus einen goldenen Beilauffaden. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich beginne mit einem Fadenring. Dazu lege ich mir den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen zweimal um den Daumen herum und halte den Endfaden mit kleinem und Ringfinger fest. Dann gehe ich mit der Nadel von oben durch die Daumenschlaufe, hole mir den Spannfaden aus der Mitte und häkle mir 3 Luftmaschen ab. Und somit habe ich schon mal mein erstes Stäbchen. Weiter gehäkelt wird um beide Fäden herum, um den kleinen losen und um den Ring selbst. Achtet dabei darauf, dass ihr die Fäden nicht spaltet, sonst könnt ihr später nicht am kleinen Faden zuziehen. Wenn ihr den magischen Ring üben möchtet, dazu habe ich auch nochmal separate Videos. Und ansonsten könnt ihr vom PC aus unten rechts am Bildschirmrand, da ist ein Zahnrad, da könnt ihr die Geschwindigkeit auch auf euch anpassen. Weiter geht's, indem wir Stäbchen um beide Fäden herum häkeln. Insgesamt brauchen wir 18 Stück. Die Steigeluftmaschen zählen bereits mit, also brauchen wir jetzt noch 17 Stäbchen. Immer um beide Fäden herum darauf achten, dass ihr diese nicht spaltet oder verheddert. Nachdem wir dann 18 Stäbchen um beide Fäden herum gehäkelt haben, können wir das Ganze am kleinen Faden zuziehen. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr ein kleines Loch behalten wollt oder komplett zuzieht. Das Ganze schließen wir dann in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einer Kettmasche und damit haben wir dann einen schönen Übergang. Und das war dann schon mal unsere Runde 1. Kommen wir zu Runde 2. Wir beginnen mit 2 Steigeluftmaschen. Und nun brauchen wir 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Dazu mache ich einen Umschlag, gehe in das nächste Stäbchen in die nächste Masche hinein, hole den Faden und gehe nur durch 2 Schlaufen. Habe 2 auf der Nadel. Dann nochmal einen Umschlag, nächstes Stäbchen, also nächste Masche, Faden holen durch 2 Schlaufen. Nun habe ich 3 auf der Nadel und diese häkle ich gemeinsam ab. Am Anfang habt ihr immer durch die Steigeluftmaschen nur 3 Schlaufen auf der Nadel, danach sind es 4. Als nächstes kommen 7 Luftmaschen. Dann ein Umschlag. Ins nächste Stäbchen, in die nächste Masche einstechen, Faden holen und 2 Schlaufen abhäkeln. Umschlag, nächste Masche, 2 Schlaufen abhäkeln und Umschlag, nächste Masche, 2 Schlaufen abhäkeln. Immer 3. Dann haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel und auch diese wieder gemeinsam abmaschen. 7 Luftmaschen. Umschlag, nächste Masche einstechen, Faden holen und nur 2 Schlaufen abhäkeln. Umschlag, nächste Masche, Faden holen durch 2 Schlaufen und Umschlag, letzte Masche durch 2 Schlaufen. Und alle 4 wieder gemeinsam. Dann wieder 7 Luftmaschen. Und so nun die ganze Runde. Immer 3 Maschen mit 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen behäkeln. Und am Ende der Runde die 7 Luftmaschen nicht vergessen. Und wir beenden die Runde in der Spitze vom Anfang.
mit einer Kettmasche. Und dann haben wir normalerweise, wenn ihr alles richtig gemacht habt, 6 Spitzen. Und das war Runde 2. Für Runde 3 werde ich mich von dem Glitzerfaden trennen. Den lasse ich mir auch so ein kleines Stück über, dass ich diesen auch gleich vernähen kann. Denn sonst zieht er sich mit der Zeit auch da raus. Wir beginnen Runde 3, indem wir eine Luftmasche häkeln. Und nun häkeln wir um die Kette herum 5 feste Maschen. Dabei könnt ihr dann um den Glitzerfaden drum herum häkeln, um diesen so ein bisschen zu festigen. Die festen Maschen könnt ihr dann ein kleines Stück zur Seite ziehen. Dann kommen 3 Luftmaschen und um die gleiche Kette herum nochmal 5 feste Maschen. Und dann sollte das so aussehen. 5 feste Maschen, 3 Luftmaschen und 5 feste Maschen um diese eine Kette. Danach geht es direkt rüber um die nächste Kette, 5 feste Maschen. Drei Luftmaschen und wieder 5 feste Maschen. Ganz leicht zu merken. Und so die ganze Runde einmal. Und wenn wir die Runde einmal rum sind, schließen wir wieder in der Spitze in der ersten Masche mit einer Kettmasche. Und das war Runde 3. Kommen wir zur Reihe 4. Für Reihe 4 beginnen wir mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und nochmal zusätzlich 5 Luftmaschen zum Rüberkommen. Dann einen Umschlag und in diese Spitze aus den 3 Luftmaschen, die wir gehäkelt haben, dort stechen wir um die Kette ein und häkeln ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. 5 Luftmaschen, Umschlag und zwischen den beiden Spitzen, quasi über die Spitze des Sterns, einstechen und ein Stäbchen häkeln. 5 Luftmaschen, einen Umschlag, in die Spitze, um die Kette der 3 Luftmaschen einstechen, ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und in die gleiche Einstichstelle noch einmal ein Stäbchen häkeln. 5 Luftmaschen, Umschlag und wieder dazwischen am Stern orientieren, über die Sternenspitze einstechen und ein Stäbchen häkeln. 5 Luftmaschen und in die Spitze um die kleine Kette aus 3 Luftmaschen herum ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. 5 Luftmaschen und wieder dazwischen am kleinen mittleren Stern orientieren, in die Spitze ein Stäbchen. Und so jetzt immer im Wechsel, bis wir einmal rum sind.
Und am Ende der Runde, wenn wir einmal rum sind, in der dritten Masche von unten angezählt einstechen und mit einer Kettmasche die Runde beenden. Und das war Runde 4. Kommen wir zur Reihe 5. Wir beginnen, indem wir eine Luftmasche häkeln und in das Stäbchen, quasi in der Steigeluftmasche der Vorreihe einstechen und eine feste Masche häkeln. Nun müssen wir gleich einen Fächer in dieses kleine V reinhäkeln, das wir überall in den Spitzen reingesetzt haben. Nach der festen Masche kommen 5 Luftmaschen und nun ein Umschlag. In das V um die Kette einstechen und ein Stäbchen und eine Luftmasche häkeln. Und insgesamt brauchen wir 6 Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. Und dann sollte das so aussehen. Danach 5 Luftmaschen und in das Stäbchen der Vorreihe einstechen und eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen und in das nächste kleine V wieder 6 Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen häkeln. Danach wieder 5 Luftmaschen und eine feste Masche in das einzelne Stäbchen der Vorreihe häkeln. Eine ganz leicht zu merkende Runde und so nun einmal wieder rum. Und am Ende der Runde die 5 Luftmaschen nicht vergessen und wir stechen in die feste Masche vom Anfang ein und beenden die Runde mit einer Kettmasche. Kommen wir zur letzten und zur 6. Reihe. Wir mogeln uns mit Kettmaschen bis vor das erste Stäbchen. Ihr könnt selbstverständlich auch den Faden abschneiden und über dem ersten Stäbchen direkt beginnen, aber so spart ihr euch, dass ihr noch mehr Fäden vernähen müsst. Ich steche dann in das erste Stäbchen ein und häkel dort eine feste Masche. Anfänger sollten sich jetzt hier, um das besser auseinanderhalten zu können, einen Marker setzen. Danach kommen 5 Luftmaschen und dann stechen wir in das nächste Stäbchen ein und häkeln eine feste Masche. 5 Luftmaschen, nächste Stäbchen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen, nächste Stäbchen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen und so nun bis zum Ende. Am Ende sollten wir 5 Bögen haben. Danach kommen 5 Luftmaschen und wir gehen rüber in die nächste Gruppe, in den nächsten 5er Fächer bzw. 6er Fächer und häkeln dort 5 kleine Bögen, indem wir in jedes Stäbchen eine feste Masche häkeln, 5 Luftmaschen und wieder eine feste Masche ins nächste Stäbchen häkeln.
1, 2, 3, 4, 5 kleine Bögen, 5 Luftmaschen und wieder rüber in den nächsten Fächer und dort das gleiche. In jedes Stäbchen eine feste Masche und 5 Luftmaschen häkeln. Und so häkeln wir einmal komplett herum. Und am Ende der Runde 5 Luftmaschen nicht vergessen. Und in der ersten festen Masche, also nicht dort, wo wir gestartet sind, sondern in der ersten festen Masche beim kleinen Bogen einstechen und mit einer Kettmasche das Ganze schließen. Und das war unsere Reihe 6 und somit die letzte Reihe und fertig ist unser Weihnachtsstern. So, nachdem wir unseren ersten Weihnachtsstern soweit gehäkelt haben, können wir nun von Reihe 1 bis Reihe 5 nochmal einen fertigen und dann zeige ich euch, wie ihr mit Reihe 6 das Ganze direkt verbinden könnt, um nicht später jeden einzelnen Stern festnähen zu müssen, sondern den könnt ihr direkt aneinander häkeln. Und wie das geht, das zeige ich euch, wenn wir Teil 2 fertig gehäkelt haben. Bis gleich. Zurück. Ich habe nochmal eins angefertigt, habe mich dann in der 6. Reihe mit den Kettmaschen ins erste Stäbchen gemogelt, beziehungsweise eine feste Masche direkt dann ins erste Stäbchen gehäkelt. Und nun zeige ich euch, wie man das Ganze verbinden kann. Und zwar direkt, ohne später im Nachhinein vernähen zu müssen. Wir haben immer 5 Bögen und 2 davon links und 2 davon rechts könnt ihr dann immer mit einem Patchwork verbinden. Das gleiche auch dann in diese Richtung oder halt nur in eine Richtung. Je nachdem, was ihr euch gerade fertigen wollt. Und das machen wir dann so, dass wir hier die 2 innenliegenden nehmen. Das heißt, wir brauchen hier auch die 2 innenliegenden. Ich beginne also wieder mit 5 Luftmaschen, nachdem ich meine feste Masche gehäkelt habe. Häkel den ersten Bogen, 5 Luftmaschen, den zweiten Bogen, 5 Luftmaschen, den dritten Bogen. Und nun kommen wir dann zum Verbinden. Also wie gerade gesagt, hier die 2 innenliegenden und hier die 2 innenliegenden. Mit hier den beiden und hier den beiden. Also hier den beiden letzten Bögen und hier den beiden ersten Bögen. Wir haben 5 Luftmaschen, also können wir 2 Luftmaschen machen. Nehmen dann den zweiten Bogen, der innen liegt, und verbinden diesen mit einer Kettmasche. Dann machen wir 2 Luftmaschen, gehen zurück und häkeln ins Stäbchen eine feste Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen, nehmen uns dann den innenliegenden letzten Bogen, machen eine Kettmasche, 2 Luftmaschen und häkeln das letzte Stäbchen ab mit einer festen Masche. Und dann haben wir diese beiden Bögen mit diesen beiden Bögen verbunden und ersparen uns später das Zusammennähen. Danach häkeln wir wie gewohnt die 5 Luftmaschen zum Rüberkommen, gehen ins erste Stäbchen hinein, machen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und hier können wir uns dann direkt den ersten Bogen nehmen, mit einer Kettmasche fixieren, 2 Luftmaschen und dann zurück in das Stäbchen eine feste Masche und ein zweites Mal 2 Luftmaschen, den nächsten Bogen nehmen, mit einer Kettmasche fixieren,
2 Luftmaschen zum Zurückkommen und dann in das dritte Stäbchen eine feste Masche. Dann behäkle ich noch eben schnell die letzten Bögen. So. Und dann haben wir beide verbunden. Dann kann ich das Ganze fertig machen. Abschließen muss nur einen Faden vernähen, mal von denen, die ich schon vernäht habe, ganz zu schweigen. Und kann so meinen Tischläufer so lang machen, wie ich ihn für meinen Tisch benötige. Also ganz einfach, und ich finde auch der Übergang sieht viel besser aus, als hätte man hier kleine Knubbel, weil man die separat zusammennäht. So, ich werde euch natürlich mitnehmen, wie mein Tischläufer auch wächst. Und dann sehen wir uns noch zum Endergebnis. Bis gleich. Und so sieht das Ganze am Ende aus, wenn mehrere zusammen verbunden sind. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.